Argentinien hat die Regelungen rund um die Einwanderung und auch um die Einbürgerung drastisch verschärft. Was du genau zu erwarten hast, das wollen wir einmal in diesem Video näher besprechen. Wie viele südamerikanische Länder auch, ist Argentinien ein sehr einwanderungsfreundliches Land. Jedenfalls ist es das gewesen. Wir haben ja hier auch auf diesem Kanal schon mehrere Videos zum Thema Argentinien veröffentlicht. Man hat ja dort sehr schnell zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft bekommen. Eine Staatsbürgerschaft zum Beispiel schon nach einem Jahr beziehungsweise gleich nach der Geburt eines Kindes. Und es war auch relativ einfach, dort eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Nun, hier gab es wohl ziemlich viel Missbrauch in den letzten Jahren. Und deswegen hat nun hier die Regierung Milei die Zügel ganz schön angezogen und jetzt einige Regelungen sehr verschärft. Und man muss auch sagen, auf eine Weise verschärft, die Argentinien jetzt nicht mehr so interessant machen. Jedenfalls meiner Meinung nach. Was sind genau die Änderungen, die beschlossen wurden? Also als allererstes gibt es mal Verfahrensänderungen. Du kennst vielleicht aus anderen südamerikanischen Ländern die Praxis, dass dort Richter und nicht die Einwanderungsbehörde zuständig ist für Dinge rund um Einwanderung und auch Einbürgerung. Das hat sich nun geändert. In Argentinien ist jetzt die Einwanderungsbehörde neu dafür zuständig. Allerdings hat man hier noch nicht genug Personal, kann also hier neue Anträge noch nicht wirklich bearbeiten. Muss man sehen, was sich hier in den nächsten Monaten tatsächlich ergibt. Also das ist die erste wichtige Änderung. Die zweite wichtige Änderung ist, dass man hier jetzt sehr streng gegen sogenannte Border Runners vorgehen will. Also ein Border Run wird nicht mehr möglich sein. Es war ja bisher so, dass man letztlich mit einem Touristenvisum hier unendlich lange in Argentinien sich aufhalten konnte. Man hat einfach kurz das Land verlassen, mal eben schnell nach Paraguay, mal eben schnell nach Uruguay, kam dann wieder zurück mit einem Touristenvisum und konnte dann wieder in Argentinien bleiben. Das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Du kannst also jetzt nicht mehr einen Border Run machen, sondern brauchst tatsächlich ein wirkliches Visum, eine wirkliche Aufenthaltsbewilligung. Wir empfehlen ja unseren Mandanten hier zum Beispiel eine Aufenthaltsbewilligung über eine Firmengründung zu bekommen. Wenn du Geschäftsführer dieser Firma bist, dann bekommst du eben einen langfristigen Aufenthaltstitel. Das funktioniert natürlich weiter nach wie vor. Hier gibt es auch sehr günstige Konditionen. Hier kannst du für sehr wenig Geld schon ein Unternehmen gründen und ein Investment tätigen, weil eben dort letztlich die Inflation in Argentinien so hoch ist dort der Investmentbetrag, der dort notwendig ist, sehr gering. Jetzt ist ja der Dollar auch noch gefallen. Also ich würde sagen, dass du mittlerweile bei rund 5.000 Euro hier liegst, die du investieren musst in ein eigenes Unternehmen, um dann den langfristigen Aufenthaltstitel zu bekommen. Border Run ist also nicht mehr möglich. Die nächste Änderung ist, dass man hier ziemlich strikt jetzt auch dann durchgreift gegen Illegale, die im Land gefunden werden oder auch jene, die zum Beispiel an der Grenze hier die Beamten anlügen. Bisher war es ja so, dass man dann in Argentinien eine gewisse Frist hatte, um sich sozusagen legal zu machen. Man hatte also Zeit gehabt, um den Fehler zu korrigieren, zum Beispiel sich ein Visum zu besorgen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Du bekommst sofort die rote Karte und hast dann möglicherweise eine Sperre für Argentinien, eine Einreisesperre, darfst dann also für 5 Jahre nicht mehr nach Argentinien kommen. Es erinnert ein bisschen an die USA, muss ich schon fast sagen. Die nächste Änderung betrifft dann auch wieder die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung und natürlich auch die Einbürgerung. Dort war es bisher so, dass bestimmte Einträge auf einem polizeilichen Führungszeugnis im Grunde genommen nicht besonders schlimm waren, vor allen Dingen, wenn es sich hier nicht um sehr ernsthafte Delikte gehandelt hat. Also wenn du zum Beispiel ein Bußgeld bekommen hattest, vielleicht gab es auch ein Verkehrsdelikt oder auch etwas, das jetzt mehrere Jahre lang zurücklag. Da hat man dann in Argentinien bei der Einwanderung und auch bei der Einbürgerung darüber hinweggesehen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jeder einzelne Eintrag auf dem polizeilichen Führungszeugnis kann nun dazu führen, dass du keinen Aufenthaltstitel in Argentinien bekommst, also sehr, sehr schwerwiegend. Nun ist es ja in vielen Ländern so, wie zum Beispiel in Deutschland, dass die meisten Einträge im polizeilichen Führungszeugnis nach 5 Jahren dann nicht mehr aufgeführt werden. In anderen Ländern ist das allerdings nicht so, wie zum Beispiel in den USA, da bleiben die viel länger drin bestehen. Also da muss man natürlich dann schon
aufpassen, was da dann tatsächlich passiert. Sicherlich wird es zu diesem Punkt auch noch Gerichtsverfahren in Argentinien geben, aber momentan hier die neue Regelung: Wenn dort irgendetwas erscheint im polizeilichen Führungszeugnis, dann hast du erstmal verloren, was den Aufenthaltstitel in Argentinien anbelangt. Die nächste Änderung ist die, dass du bei Geburt eines Kindes in Argentinien keine Daueraufenthaltgenehmigung mehr bekommst, sondern nur noch eine temporäre Residence Permit. Das ist natürlich sehr wichtig, vor allem jene, die jetzt wegen Geburtstourismus nach Argentinien kommen. Wir haben das ja sehr stark hier miterlebt in Argentinien in den letzten Jahren, insbesondere im Falle von Russinnen, die damit dann auch die argentinische Staatsbürgerschaft erhalten können. Da werde ich auch nochmal gleich dazu kommen. Die konkreten Auswirkungen dieses Schrittes, das heißt, dass man jetzt nur noch eine Temporary Residence Permit bekommt in Argentinien bei der Geburt eines Kindes, ist möglicherweise nicht so schwerwiegend, denn du kannst ja danach dann immer noch auf die Daueraufenthaltsgenehmigung dann upgraden. Jetzt kommt aber ein sehr schwerwiegender Punkt, und der ist der, dass du als Eltern eines Kindes, was dort geboren wird, nicht mehr automatisch auch die Staatsbürgerschaft hier beantragen kannst, einfach aufgrund der Geburt des Kindes. Das ist nicht mehr möglich. Auch hier wird es sicherlich dann noch Klagen geben. Das war ja eben genau der Punkt, den ich angesprochen habe mit den Russinnen. Haben ja viele Russinnen gemacht, jetzt dort ein Kind bekommen, damit man dann eben letztlich hier einfach reisen kann, was ja mit dem russischen Pass in den letzten Jahren nicht mehr so einfach möglich war. Natürlich kann man immer noch den normalen Weg beschreiten, um dann hier die Staatsbürgerschaft in Argentinien zu erhalten. Aber man kann eben nicht mehr sich dafür einfach nur qualifizieren, mit der Geburt eines Kindes und dann ein bisschen Substanz dort in Argentinien zu haben. Also Eltern bekommen keine automatische Staatsbürgerschaft mehr mit Geburt eines Kindes in Argentinien. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und dabei geht es tatsächlich um die Einbürgerung. Auch dazu hat es eine signifikante Änderung gegeben. Das Gesetz wurde nämlich so abgeändert, dass du jetzt, um die Staatsbürgerschaft in Argentinien zu beantragen, tatsächlich 2 Jahre lang ununterbrochen dich im Land aufhalten musst. Du darfst nicht einen einzigen Tag das Land verlassen. Klingt unglaublich, und natürlich hier sagen Anwälte auch, dass es nicht gesetzeskonform ist. Das heißt, hier wird es möglicherweise auch Klagen geben, aber momentan ist das jedenfalls Situation. Das heißt, du musst dich 2 Jahre lang permanent dort aufhalten in dem Land, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das Gesetz ist jetzt schon gültig. Das wird also schwierig sein für viele, die jetzt da geplant haben, mehr oder weniger sich nur ein bisschen dort in Argentinien aufzuhalten. Die Frage ist natürlich immer, wie weist man tatsächlich Anwesenheit in einem Land nach? Reicht hier sozusagen ein Meldezettel, oder will dann die Behörde tatsächlich hier Kontoauszüge sehen, Supermarktbelege und so weiter und so fort, Anmeldung der Kinder bei der Schule, um dann hier letztlich abzunehmen, dass du dort wohnst. Das sind Dinge, die wird man noch herausbekommen müssen, aber hier auch auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung, dass alles sehr viel strenger in Argentinien wird. Die letzten Änderungen, dazu gab es auch schon hier einige News im Internet und auch viel falsche Informationen, sehr viel Konfusion. Argentinien hat ein Citizenship by Investment Program hier lanciert, also ein Programm, mit dem man die Staatsbürgerschaft per Investition erwerben kann. Hier wurde eine neue Behörde dazu geschaffen. Es gibt allerdings noch keine, und ich betone es nochmal, es gibt noch keine Aussage, was hier genau die Anforderungen sind. Manche haben ja behauptet, man müsste $500.000 investieren. Das hat keiner gesagt, hat auch die Behörde nicht gesagt. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich noch abwarten und sehen, was hier grundsätzlich zu erwarten ist, was die Behörde hier tatsächlich in Zukunft sehen will. Man spekuliert auch noch über weitere Schritte, die hier möglicherweise dann in Zukunft möglich sein werden, wie zum Beispiel auch eine Ansässigkeit per Investition. Das könnte auch vielleicht noch ein interessanter Schritt sein. Das heißt, man kauft zum Beispiel eine Immobilie und hat dann damit ein Bleiberecht in Argentinien, wie wir das ja auch in anderen Ländern kennen. Also grundsätzlich hier einige ziemlich schwerwiegende Änderungen. Man kann sagen, das Ganze wird verschärft. Ist es ein Wunder? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich hatte ja schon einige Beispiele genannt. Da wurde in letzter Zeit, in den letzten Jahren ziemlich viel Missbrauch betrieben in Argentinien, und deswegen will man sich jetzt genau vor so einem Missbrauch schützen. Ich denke, wenn du nach wie vor wirklich Interesse hast, in Argentinien zu leben, ist ja auch ein tolles Land, ist ein schönes Land, dann muss man sich eben wie zum Beispiel über die Investition in die eigene Firma dort dann einen Aufenthaltstitel beschaffen.
Es scheint nach wie vor möglich zu sein, aber eben die Regeln haben sich grundsätzlich einfach verschärft und werden sich wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter verschärfen. Aber natürlich ist Argentinien interessant. Milei ist ein interessanter Politiker. Auch da muss man sehen, wie nachhaltig dann diese Änderungen sind. Aber es sieht natürlich gerade zumindest ziemlich interessant aus. Dann ist natürlich Argentinien auch weit weg. Und wenn wir hier immer von geopolitischen Risiken in Europa sprechen, Kriegsgefahr etc. pp., dann ist natürlich hier Argentinien eins der sichersten Länder. Wir haben es ja schon mal gesagt, der Südkegel Südamerikas ist wirklich top sicher, wenn es um solche Konflikte wie den Zweiten Weltkrieg geht, weil da gibt es wenig militärisch-strategisch interessante Punkte, die hier in einem Krieg letztlich relevant werden könnten. Daher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Südamerika attackiert werden würde, ist sehr gering und auch das ganze Terrain ist natürlich so, dass ein solcher Angriff ziemlich schwierig werden würde. Das heißt natürlich, Argentinien bleibt interessant, auch wenn es jetzt alles schwieriger wird. Die ganzen Infos, die ich dir jetzt hier weitergegeben habe, habe ich übrigens hier mit meinem Kollegen in Buenos Aires vorhin besprochen. Wir haben hier sehr kompetente Kollegen in Argentinien, die auch dich dabei unterstützen können, wenn du einen Plan B Wohnsitz zum Beispiel in Argentinien etablieren möchtest oder dich auch für die Staatsbürgerschaft interessierst. Mandanten von uns, die sich schon im Prozess befinden, wurden natürlich bereits von uns aufgeklärt, jetzt über diese Änderungen. Aber wie gesagt, wenn man nach wie vor in Argentinien bleiben will, dann ist das sicherlich auch in Zukunft möglich. Aber man muss ja zeigen, dass man es ernst meint. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du Interesse hast an einer Auswanderung nach Argentinien oder Argentinien als Plan B-Standort für dich aufzubauen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschaffen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau, zweite Staatsbürgerschaften und natürlich auch Aufenthaltstitel. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.